Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben heute mal kein Laptop, sondern ein All-in-One-Gerät, und zwar von Lenovo. Und das hier ist ein V50A-24IMB. Und man findet die Seriennummer oder die Modellnummer auch hier hinten. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Bevor man jetzt rangeht, das Gerät zu öffnen, auf jeden Fall sicherstellen, dass alle Verbindungen, alle Kabel weg sind. Und normalerweise ist das Gerät natürlich mit einem Fuß, der ist jetzt hier gerade nicht dabei. Der hat aber nur einen Schnellverschluss, den man so ein bisschen nach oben zieht, und dann kann man den kompletten Fuß abnehmen und zur Seite machen. Und dann sieht das eben so aus wie jetzt hier auf dem Bild. Genau, um die Rückseite jetzt abzunehmen, gibt es hier oben so eine praktische Hilfe. Und zwar muss man da erst diese Abdeckung abnehmen. Entweder mit den Fingern oder man nimmt sich da irgendeine Hilfe dazu. Genau so. Und da würde ich auf jeden Fall einen richtigen Schraubendreher, der ein bisschen stabiler ist, empfehlen. Und dann dreht man das im Grunde genommen einfach nur einmal rum, bis sich das hier so ein kleines bisschen öffnet. So. Genau so. Da braucht man ein bisschen Druck oder ein bisschen Kraft einfach. Und dann hat man hier im Grunde genommen schon die Öffnung, die man braucht, um das dann weiter aufzumachen. Und genau, das weiter aufmachen. Da kann man jetzt einen Öffner dazu benutzen. Ich benutze hier prinzipiell sowieso für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset, super praktisch. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und da sind eben alle Arten von Öffnern, Pinzetten, Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen mit dabei. Habe ich mir jetzt hier alles schon zurechtgelegt. Und dann geht man eben einmal um das Gerät herum. Fängt hier an der Lücke, die man sich ja jetzt schon geschaffen hat, an und versucht das einfach vorsichtig zu lösen. Genau so, das Knacken ist normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Genau, und so arbeitet man sich dann einmal um das Gerät herum. Trotz allem halt nicht mit Gewalt, immer schön vorsichtig. Und dann auch an der Seite. Ich probiere das jetzt euch mal so von der Seite zu zeigen. Das ist jetzt ein bisschen blöd für mich, das zu halten. Aber auf jeden Fall muss man da schon relativ tief rein, um das zu lösen, dass man nicht aus Versehen an das Display selber kommt. Wobei das jetzt hier halt auch defekt ist. Und dann probiert man das eben in der Art. Das Wichtigste ist hier auf jeden Fall Geduld. Nichts übereilen, das einfach in Ruhe machen, und dann sieht man hier ja schon, wie sich das langsam löst. Ja, und dann kann man auch schon hier so ein bisschen mit den Fingern drunter greifen und das versuchen vorsichtig abzuziehen, wenn das dann mal ein bisschen lockerer ist. Und dann mit ein bisschen Wackeln und Rütteln kann man das abnehmen. Wie gesagt, ich würde wirklich das einfach langsam und in Ruhe machen, komplett einmal drum gehen, nicht mit Gewalt, aber ein bisschen Kraft braucht man halt. Das Knacken ist eben auch völlig normal, und dann eben einmal drumherum, bis man es von alleine dann einfach in der Hand hat.
So, was man hier auf den ersten Blick sieht, ist, dass hier drüben das optische Laufwerk ist. Unter dieser Abdeckung hier ist der Lüfter und wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Anschlüsse. Und unter dieser Abdeckung ist dann RAM und SSD. Hier wäre übrigens auch noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Da zeige ich euch gleich, wo man die dann anschließt. Und ja, diese Abdeckung hier, die sitzt nur auf dieser kleinen Abstandshalterung. Das heißt, die kann man hier so ein bisschen rausziehen. Genau so. Und hier unten auf dieser Führung sitzt die dann auf der unteren Seite. Das heißt, wenn man jetzt das Laufwerk tauschen will, rausnehmen will, muss man diese Schraube hier lösen. Und da nehme ich jetzt mal für alles, was ich hier so mache, ein PH0. Immer schön merken, wo die Schrauben waren. Und dann kann man das Laufwerk hier einfach zur Seite hin rausziehen und so eben gegebenenfalls auch tauschen. Um uns jetzt erstmal ein bisschen Platz zu schaffen, würde ich sagen, nehmen wir die Leiste von dem Lautsprecher hier unten weg. Auch die ist nur aufgesteckt auf zwei so Halterungen hier. Hier drüben ist allerdings auch das Kabel bzw. der Stecker. Das heißt, nicht so wild da dran ziehen. Und der geht nach oben hin ab. Genau so. Und dann können wir das mal so ein bisschen aus dem Weg räumen. Und dann hat man nämlich auch mehr Platz, um an diese Schrauben hier ranzukommen. Und genau diese beiden Schrauben und diese Schraube hier drüben. Und auch hier ist noch eine Schraube. Die muss man lösen, um das Blech vom Lüfter abzubekommen. Und da nehme ich jetzt auch mal einen größeren Aufsatz. Ich glaube, ich nehme tatsächlich direkt mal einen PH2. Und dann kann man die Abdeckung nach oben hin hier rausnehmen. Genau, also den Lüfter kann man einzeln tauschen. Dafür muss man diese drei Schrauben lösen und das Kabel hier trennen. Die gesamte Abdeckung kann man auch abnehmen mit dem Lüfter, aber dann auf jeden Fall natürlich das Kabel hier trennen. Und das geht auch nach oben hinweg. Ich lasse das an Kabeln zu ziehen. Und da kann man jetzt hier zum Beispiel bei dem Lüfterkabel hier auf der einen Seite Kontakte sehen. Und die Kontakte zeigen dann beim Wiederverbinden in diese Richtung. So, um jetzt an den Rest zu kommen, muss man eigentlich nur noch einmal diese Schraube hier lösen, einmal diese Schraube und da müssen wir mal gucken, ob man das sehen kann. Und auch diese Schraube hier. Da der ganze Teil hier drüben ja schon mit der Abdeckung hier verschraubt wurde, so, und dann auch nach oben hin abnehmen. Genau, die sind halt hier auf den ganzen Anschlüssen mit drauf. Okay, das ist hier noch ein bisschen festgeklebt mit so einem kleinen Klebeband. Ja, und dann hat man die zweite Abdeckung auch. Und jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen mehr nach einem Notebook oder PC aus. Genau, so das erste, was ich euch jetzt hier nochmal schnell zeigen will, ist eben die 2,5 Zoll Festplatte. Wenn man die hier reinbaut, da ist nämlich hier der Anschluss dafür. Und das ist in dem Fall ein Kippschalter, den man erst, da muss man also quasi hier das nach oben klappen, dann kommt das Kabel rein und dann klappt man den wieder zu. Das heißt, man braucht auch einen Adapter SATA auf den Anschluss hier. Und dann ja, funktioniert das Ganze im Grunde genommen so. Die SSD oder die 2,5 Zoll, die wird hier auch nicht reingeschraubt. Diese Dinger hier, die zieht man so ein bisschen nach vorne. Und dann kommen die da quasi raus. Das heißt, ja,
das kommt quasi in die Löcher der SSD und dann kann man das hier rein. Dann wird das wieder nach da quasi runtergesteckt und ja, so hat man die dann befestigt und eben hier dran. Was man hier jetzt noch sehen kann, ist, dass hier eine verkürzte SSD drin ist. Da kann man aber tatsächlich auch eine lange SSD verbauen. Und bei den Schrauben wechsle ich den Aufsatz wieder zu einem PH0. Und die wird nur hier hinten von einer Schraube gehalten. Dann kann man die einfach aus dem Slot ziehen. Und da sieht man hier, da ist eben dieser kleine Abstandshalter eben. Ne? Genau, und den schraubt man raus, schraubt den nach hier hinten. Und dann kommt auch die lange SSD, genauso wie die kurze, einfach wieder in den Slot zurück. Und dann wird sie eben hier verschraubt, statt hier. Und also ja, prinzipiell echt super einfach. So, dann sehen wir hier den RAM. Das sind zwei Slots übereinander. Da ist jetzt halt nur einer belegt. Beide funktionieren aber gleich. Die haben hier so zwei silberne Klammern, die man so ein bisschen nach außen zieht. Und dann kommt der einem schon entgegen. Und dann kann man den eben so neu bestücken. Erst der untere, dann der obere. Und ja, auch das super selbsterklärend in den Slot. Ein bisschen nach unten drücken, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Hier sehen wir übrigens noch die CMOS-Batterie. Die ist hier wunderschön verklebt. Super. Da ist es auf jeden Fall so, damit man das nicht abbricht, wird die von oben rausgehebelt. Also die wird eigentlich nicht rausgehebelt, man schiebt die so ein bisschen nach unten. Und genau, dann kommt die einem nach oben hin entgegen, also auf jeden Fall von der Richtung. Und ja, dann muss man die eben nur wieder hier einschieben und blub, nach unten drücken. Ja, und dann kann man eben hier noch den Heatsink sehen für die CPU. Ich weiß nicht, ob es Modelle gibt, wo auch hier noch ein Grafikchip drauf liegt, aber der wäre dann eben hier verbaut. Und ja, hier drüben sieht man noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und genau, dann würde ich noch eine Sache zum Display sagen. Und zwar ist es da so, sollte man da das Display tauschen müssen, auf jeden Fall muss man darauf achten, dass man wirklich genau das gleiche Display, es gibt nämlich mehrere Varianten, dass man genau das gleiche Display bestellt, was auch bei dem eigenen Modell verbaut ist, weil das sonst aus diversen Gründen Anschlüsse, Adapter etc. sonst nicht funktioniert. Also da wirklich genau gucken, dass man das exakt gleiche Modell bestellt. Und ja, dann ist es halt einfach eine ziemliche Schraubarbeit. Also man muss das Mainboard auf jeden Fall abschrauben. Dann sieht man hier drumherum die Schrauben. Hier. Weil auch das Displaykabel unten drunter lang verläuft. Und ja, dann muss man die Schrauben hier vorne alle rausmachen, um die Leiste hier am Display wegzunehmen. Die geht dann nach oben hin ab, sobald man die Schrauben da unten gelöst hat. Wobei man da auch noch die WLAN-Kabel hier abmachen muss. Und man muss eben alle anderen Schrauben, im Grunde genommen alle Schrauben, die man hier sieht, die müssen raus. Auch der Rahmen hier außenrum mit allen Schrauben, auch das muss weg. Man muss die Kabel wegnehmen, genau, um dann alles nach oben hin abnehmen zu können. Und dann kann man das Display tauschen. Ja, also im Grunde genommen auf jeden Fall, also definitiv vorher einfach ein Foto machen, dass man einigermaßen noch sieht, wo welche Schrauben waren, sich das in etwa merken oder auf dem Foto markieren eben auch. Und ja, das zum Display. Und ich glaube, dann können wir das Gerät auch wieder zumachen. Genau, und da umgekehrte Reihenfolge halt.
fangen wir mit dem Lüftergehäuse, ich nenne es jetzt einfach mal so, an und legen das wieder passgenau von oben drauf auf die Stecker, schön gerade, dass man da nichts bricht, aber das ist alles so schön vorgefertigt, dass das sehr einfach geht. Und ja, bevor wir irgendwas verschrauben, auf jeden Fall direkt das Lüfterkabel wieder verbinden. Das sind so die Sachen, die möchte man echt nicht vergessen. Wie gesagt, Kontakte zeigen in die Richtung und dann wird der von oben aufgesteckt. Genau so. Schauen, dass der hier richtig wieder drin sitzt. Das gleiche dann auch später hier drüben. Ja, genau. Auch da nehme ich jetzt wieder den größeren Aufsatz, dass das besser passt. Dann haben wir das. Dann können wir eigentlich auch schon die zweite Platte drauf machen. Genau, und da muss man eben schauen, dass das hier richtig drauf sitzt. Hier vorne über die Anschlüsse drüber, und dann sieht man ja auch schon, hier gibt es eine kleine Führungshalterung, dass das nicht verrutscht, und auch hier hinten sitzt das dann einfach über dem Heatsink genau richtig, und ja, muss also auch bloß wieder verschraubt werden. Dann machen wir das Laufwerk wieder rein. Dann haben wir hier noch die Leiste für den Lautsprecher, inklusive dem Kabel. Das ist das gleiche Prinzip. Die Kontakte hier zeigen in die Richtung. Das verbinde ich auch als allererstes wieder. Und dann, wie gesagt, der hat hier so kleine Öffnungen, und die kommen dann eben da einfach wieder drauf. So. Und auf der Seite genauso. Und dann wird das eben wieder hier drunter geschoben. Kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. So. Genau da rein. Und auch hier kann man das sehen. Da gibt es eben auch hier so einen kleinen Abstandshalter, wo genau das dann eben drauf kommt, und schon sitzt das Ganze wieder perfekt, alles verschraubt, und dann kann man die Unterseite wieder drauf machen. Genau, und die legt man einfach jetzt von oben auf das Gerät drauf. Schauen, dass das auch wirklich hier über den Lautsprechern sitzt. Und dann wird das einfach wieder zusammengedrückt. Und genau, so sieht das dann aus. Und da wirklich schauen, dass alle Stellen wirklich wieder richtig zu sind. Man hört das, man sieht das auch. Und so gehe ich einmal drum herum, wie jetzt hier auf der Seite zum Beispiel, wo es noch nicht richtig verschlossen ist. Und ja, so hat man auch so ein relativ kompaktes All-in-One-Gerät relativ einfach und schnell auseinandergenommen. Und es ist auch so, gerade die Lenovo-Modelle, die All-in-One-Geräte von denen sind eigentlich alle mehr oder weniger gleich aufgebaut. Also die sind wirklich vom Prinzip her so wie das hier auch. Da kann man sich also dran orientieren und das auch als Guide für andere Modelle benutzen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.